Die Stellantis Direktbank bietet ein Tagesgeldkonto mit einer sehr attraktiven Verzinsung und gehört damit aktuell zu den am besten verzinsten Angeboten in Deutschland. Aber wie gut ist das Stellantis Tagesgeld wirklich? Wer steckt hinter der Bank? Welche Vorteile und Nachteile gibt es? Und wie sicher ist dein Geld dort? Genau das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Am Ende sage ich dir ganz klar, ob sich das Tagesgeldkonto der Stellantis Direktbank lohnt. Bevor wir zu den Konditionen kommen, kurz zur Einordnung der Bank. Stellantis Direktbank ist eine Marke der Stellantis Bank, der deutschen Niederlassung der Stellantis Bank SA aus Frankreich. Diese wiederum ist eine Tochter des Automobilkonzerns Stellantis mit Sitz in den Niederlanden. Zu Stellantis gehören bekannte Marken wie Citroën, Peugeot, DS, Opel, Abarth, Fiat, Alfa Romeo, Maserati sowie Chrysler und Dodge. Starten wir mit den Vorteilen des Tagesgeldkontos. Der wichtigste Punkt ist der hohe Zins. Als Neukunde erhältst du aktuell 3 Monate lang 3% Zinsen pro Jahr auf Guthaben bis maximal 100.000 Euro. Damit gehört das Stellantis Direktbank Tagesgeld zu den am besten verzinsten Tagesgeldangeboten in Deutschland. Da sich Zinsen jederzeit ändern können, findest du den aktuellen Zinssatz immer unter dem Link unter dem Video. Ein weiterer Pluspunkt ist die monatliche Zinszahlung. Bei der Stellantis Direktbank werden die Zinsen jeden Monat gutgeschrieben. Das bedeutet, dass die ausgezahlten Zinsen direkt wieder mitverzinst werden. So profitierst du stärker vom Zinseszinseffekt als bei Tagesgeldkonten, die Zinsen nur quartalsweise oder einmal im Jahr auszahlen. Auch beim Thema Steuern ist das Konto sehr unkompliziert. Du kannst bei der Stellantis Direktbank einen Freistellungsauftrag einreichen und so deinen Sparerpauschbetrag nutzen, ohne die Zinseinnahmen selbst in der Steuererklärung angeben zu müssen. Solltest du den Freibetrag überschreiten, wird die Abgeltungssteuer automatisch abgeführt. Beim Thema Sicherheit ist das Konto solide aufgestellt. Auch wenn es sich um eine deutsche Niederlassung handelt, greift hier die französische Einlagensicherung. Frankreich hat ein Standard & Poor's Lender Rating von A+. Dein Geld ist bis zu 100.000 Euro abgesichert und gilt damit als sicher angelegt. Ein wichtiger Hinweis zur Einlagensicherung: Auch die Opel Direktbank gehört zur Stellantis Bank. Hast du also zusätzlich ein Opel-Tagesgeldkonto, werden die Guthaben zusammengerechnet. Du hast dann also nicht zweimal eine Einlagensicherung über 100.000 Euro, sondern insgesamt maximal 100.000 Euro über beide Konten hinweg. Ein weiterer Vorteil: Es gibt keine Mindesteinlage. Dein Guthaben wird ab dem ersten Euro verzinst. Außerdem kannst du das Tagesgeldkonto auch als Gemeinschaftskonto eröffnen. Das ist bei Tagesgeldkonten sehr selten und praktisch, wenn du gemeinsam mit deinem Partner oder deiner Partnerin auf ein Sparziel hinarbeiten möchtest. Kommen wir jetzt zu den Nachteilen. Der wichtigste Punkt ist die automatische Zinssenkung, wie es sie bei praktisch allen Tagesgeldangeboten in Deutschland gibt. Nach 3 Monaten endet der Neukundenzins und der Zinssatz wird auf den Bestandskontenzins gesenkt. Der liegt aktuell bei 1,35% pro Jahr. Im Vergleich mit anderen Tagesgeldangeboten liegt das Stellantis Tagesgeld damit im oberen Bereich. Mit den kurzen Festgeldlaufzeiten, die es bei der Stellantis Direktbank gibt, kannst du auch über die 3-monatige Zinsgarantie hinaus einen höheren Zins sichern. Da du hier auch 6 Monate für aktuell 2,53% per annum oder 12 Monate für 2,71% wählen kannst, bleibst du trotz Festgeld fast so flexibel wie beim Tagesgeld selbst. Ein weiterer Nachteil betrifft das Mindestalter. Das Tagesgeldkonto ist erst ab 18 Jahren verfügbar. Du kannst es also nicht für Kinder oder Jugendliche eröffnen. Einen Tipp, wo du ein geeignetes Tagesgeldkonto für Minderjährige findest, gebe ich dir gleich noch. Lohnt sich das Stellantis Tagesgeld? Kommen wir zur Bewertung. Unter den Tagesgeldkonten, bei denen du dich nicht selbst um die Abgeltungssteuer kümmern musst, bietet die Stellantis Direktbank einen sehr attraktiven Zinssatz. Vor allem in den ersten 3 Monaten, aber auch darüber hinaus. Dank der monatlichen Zinszahlung nutzt du den Zinseszinseffekt optimal. Interessant ist das Stellantis Tagesgeld vor allem auch dann, wenn du ein gemeinschaftliches Tagesgeldkonto mit deinem Partner oder deiner Partnerin führen möchtest. Die französische Einlagensicherung gilt als sicher und schützt dein Geld bis zu 100.000 Euro. Wenn du allerdings ein Tagesgeldkonto für ein Kind oder einen Jugendlichen suchst, ist das Stellantis-Konto nicht geeignet. Schau dir in dem Fall einmal das Opel Direktbank Tagesgeld an. Es kommt ebenfalls von der Stellantis Bank, hat sehr ähnliche Konditionen, kann aber auch für Minderjährige eröffnet werden. Beide Tagesgeldkonten verlinke ich dir unter dem Video. Wenn dir das Video geholfen hat, würde ich mich sehr über einen Like von dir freuen. Hast du noch Fragen zum Stellantis Tagesgeldkonto? Dann schreib sie mir einfach in die Kommentare. Ich beantworte sie wie immer gern. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.